Schön, dass du hier bist. Bist du bereit, neue Sätze zu lernen? Heute üben wir Sätze, die du im echten Leben brauchst. Du wirst sie leicht verstehen und sofort benutzen können. Stell dir vor, du triffst jemanden. Du lächelst und sagst, Hallo, wie geht es dir? Dein Freund sagt, gut, danke. Und dir? Du sagst, auch gut, danke. Dann fragst du, was machst du gerade? Dein Freund sagt, ich lese ein Buch. Und du? Du sagst, ich trinke Kaffee. Dein Freund sagt, oh, das klingt schön. Du kannst auch sagen, was machst du heute? Dein Freund sagt, ich arbeite. Ich schreibe E-Mails und telefoniere. Oder er sagt, ich lerne Deutsch. Ich höre Podcasts und mache Übungen. Du antwortest, super, das ist gut. Oder du sagst, ich gehe später spazieren. Ich kaufe Brot und Gemüse. Solche Sätze sind sehr wichtig. Du lernst dabei viele Verben und Nomen. Lesen, trinken, arbeiten, lernen, gehen, kaufen. Buch, Kaffee, E-Mail, Übung, Brot, Gemüse. Du kannst diese Sätze jeden Tag benutzen. In der Schule, im Büro oder im Café. Sprich sie laut und wiederhole sie oft. So wirst du sicherer und sprichst natürlicher Deutsch. So beginnen echte Gespräche im Alltag. Stell dir jetzt vor, du bist in einem Geschäft. Du gehst hinein und schaust dich um. Eine Verkäuferin lächelt und fragt, kann ich dir helfen? Du sagst, ja, bitte. Ich suche eine Jacke. Sie fragt, welche Farbe möchtest du? Du sagst, blau, bitte. Sie zeigt dir eine Jacke und sagt, hier, probier sie an. Du sagst, danke. Du gehst zur Umkleidekabine und probierst sie an. Dann kommst du zurück und sagst, sie passt gut. Ich nehme sie. Die Verkäuferin fragt, möchtest du bar oder mit Karte bezahlen? Du sagst, mit Karte bitte. Sie nickt und sagt, einen Moment bitte. Du bezahlst und sagst, danke. Sie sagt, danke dir. Einen schönen Tag noch. Du lächelst und sagst, dir auch. So klingt ein einfaches Gespräch im Alltag. Kurze Sätze, klare Wörter, freundlicher Ton. Du lernst, nach Dingen zu fragen, zu antworten und dich sicher zu fühlen. Sprich laut mit und wiederhole oft. Jetzt kannst du auch andere Farben üben. Sag laut, rot, blau, gelb, grün, schwarz, weiß, grau, rosa, braun, orange, lila. Mit jeder Farbe lernst du neue Wörter und wirst besser. So sprichst du echtes Deutsch, Schritt für Schritt, Wort für Wort. Stell dir vor, du bist zu Hause mit deinem Vater. Er schaut dich an und fragt, geht es dir gut? Du antwortest leise, ich bin müde. Er nickt und sagt, ruh dich etwas aus. Du sagst, ja, ich brauche Ruhe. Oder du sagst, mir ist kalt. Er fragt, willst du eine Decke? Du antwortest, ja, bitte, das ist nett. Du kannst auch sagen, mir ist warm. Er sagt, dann öffne ich das Fenster. Du sagst, danke, das hilft mir. Vielleicht sagst du, ich habe Kopfschmerzen. Dein Vater sagt, oh, das ist nicht schön. Du sagst, ich brauche Tee oder ich brauche Wasser. Vielleicht sagst du auch, mein Bauch tut weh. Dein Vater sagt, ruh dich aus, es wird besser. Du antwortest, danke, das tut gut. Du kannst auch sagen, ich habe Fieber, ich bin krank. Er sagt, gute Besserung, ich bin da. Später fragst du ihn, wie geht es dir? Er sagt,
Mir geht es besser. Du lächelst und sagst, das freut mich. Kleine Sätze, aber wichtig. Mit ihnen erklärst du dein Befinden. Du hörst zu und sorgst für dich. Wiederhole sie laut und übe oft. So wirst du sicher und stärker. Schritt für Schritt lernst du mehr. Stell dir vor, du bist beim Arzt. Du gehst ins Zimmer, der Arzt lächelt und sagt, »Guten Tag, wie geht es dir?« Du sagst, »Nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen.« Der Arzt nickt und fragt, »Seit wann hast du die Schmerzen?« Du antwortest, »Seit gestern. Ich konnte nicht gut schlafen.« Der Arzt sagt, »Verstehe. Hast du auch Fieber?« Du sagst, »Ja, ein bisschen. Ich bin auch müde.« Der Arzt sagt, »Dann ruh dich gut aus und trink viel Wasser.« Du sagst, »Danke. Brauche ich Medizin?« Der Arzt sagt, »Ja, ich gebe dir Tabletten. Nimm sie 2-mal am Tag.« Du nickst und sagst, »In Ordnung, danke schön.« Der Arzt lächelt und sagt, »Gute Besserung.« Du antwortest, »Danke, das ist nett von Ihnen.« So klingt ein echtes Gespräch beim Arzt. Mit diesen Sätzen kannst du über Schmerzen, Gesundheit und Befinden sprechen. Sprich sie laut nach und übe oft. So lernst du, dich sicher auf Deutsch auszudrücken, wenn du einmal krank bist. Stell dir vor, du bist in der Schule oder in deinem Deutschkurs. Der Lehrer schaut dich an und fragt, »Hast du die Hausaufgabe gemacht?« Du sagst, »Oh nein, ich habe sie vergessen.« Der Lehrer nickt und sagt, »Kein Problem, bring sie morgen mit.« Du sagst, »Danke, das mache ich.« Später im Unterricht verstehst du etwas nicht. Du hebst die Hand und sagst, »Entschuldigung, kannst du mir das bitte erklären?« Der Lehrer sagt, »Natürlich, ich zeige es dir noch einmal.« Du hörst zu und nickst. Du sagst, »Ah, jetzt verstehe ich.« »Danke.« Der Lehrer lächelt und sagt, »Sehr gut. Du machst Fortschritte. Diese kleinen Sätze helfen dir im Unterricht. Du lernst, Fragen zu stellen, Hilfe zu bekommen und freundlich zu antworten. Wiederhole sie laut und übe sie oft. So sprichst du sicherer und entspannter im Kurs. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant. Du sitzt am Tisch, der Kellner kommt und lächelt. Er sagt, »Guten Abend, was möchten Sie trinken?« Du sagst, »Ein Glas Wasser bitte.« Der Kellner schreibt es auf und sagt, »Kommt sofort.« Nach einer Minute fragt er, »Sind Sie bereit zu bestellen?« Du sagst, »Ja, ich möchte bestellen. Ich nehme die Suppe und danach Spaghetti, bitte.« Der Kellner nickt und sagt, »Sehr gern. Möchten Sie auch etwas Brot dazu?« Du sagst, »Ja, bitte, das wäre schön.« Der Kellner lächelt. »In Ordnung, das Essen kommt gleich.« Nach dem Essen kommt er wieder und fragt, »Hat es Ihnen geschmeckt?« Du sagst, »Ja, es war sehr lecker, danke.« Dann sagst du, »Könnte ich bitte die Rechnung haben?« Der Kellner sagt, »Natürlich, einen Moment bitte.« Er bringt die Rechnung. Du siehst sie an und sagst, »Ich zahle bar.« Der Kellner nimmt das Geld und sagt, »Vielen Dank.« Du sagst, »Danke, das Essen war wirklich gut.« Er lächelt, »Freut mich, schönen Abend noch.« Du sagst, »Danke Ihnen auch.« So klingt ein einfaches, echtes Gespräch im Restaurant. Mit diesen Sätzen kannst du bestellen, höflich fragen und bezahlen. Übe sie laut, wiederhole sie oft. So lernst du, sicher und freundlich Deutsch im Alltag zu sprechen. Stell dir vor, du stehst an der Bushaltestelle. Der Bus kommt, du steigst ein und schaust dich um. Du bist unsicher und fragst den Fahrer freundlich, »Entschuldigung, fährt dieser Bus zum Bahnhof?« Der Fahrer nickt und sagt,
Ja, er hält dort in etwa 10 Minuten. Du sagst, super, danke schön. Du setzt dich auf einen freien Platz und schaust aus dem Fenster. Nach ein paar Minuten fragst du die Frau neben dir, Entschuldigung, wissen Sie, wo ich aussteigen muss, wenn ich zum Bahnhof will? Sie lächelt und sagt, ja, ich steige auch dort aus. Ich sage Ihnen Bescheid. Du sagst, vielen Dank, das ist sehr nett. Ihr sprecht ein bisschen weiter. Sie sagt, fahren Sie oft mit dem Bus? Du sagst, nein, nicht so oft. Ich kenne mich hier noch nicht gut aus. Sie sagt, kein Problem, die Leute hier sind freundlich. Wenn Sie etwas fragen, hilft man Ihnen immer. Du sagst, das ist schön zu hören. Dann ruft sie, jetzt kommt der Bahnhof, Sie müssen hier aussteigen. Du sagst, oh, danke für Ihre Hilfe. Sie lächelt. Kein Problem, einen schönen Tag noch. Du sagst, danke Ihnen auch. Du steigst aus. Der Bus fährt weiter und du fühlst dich gut. Du hast gefragt, verstanden, gesprochen, alles auf Deutsch. So lernst du im Alltag sicher zu sein. Mit kleinen Sätzen wie, fährt dieser Bus zum Bahnhof? Wo muss ich aussteigen? Wie lange dauert die Fahrt? Diese Sätze sind einfach, aber sehr wichtig. Du kannst sie überall benutzen, wenn du unterwegs bist. Wiederhole sie laut, sprich sie nach. So lernst du dich sicher zu bewegen und Deutsch in echten Situationen zu sprechen. Schritt für Schritt, Wort für Wort. Stell dir vor, du bist auf einer Party. Musik läuft, viele Menschen reden und lachen. Du holst dir ein Getränk und stehst neben jemandem, den du noch nicht kennst. Du lächelst und sagst, schönes Fest, oder? Die Person nickt und sagt, ja, wirklich schön. Die Stimmung ist super. Du sagst, ja, alle sind gut gelaunt. Kennst du den Gastgeber? Die Person sagt, ja, wir arbeiten zusammen. Und du? Du sagst, ich kenne ihn über Freunde. Wir haben uns letzte Woche getroffen. Sie sagt, ah, interessant. Er ist wirklich nett. Du nickst. Ja, total. Hast du schon das Essen probiert? Sie lacht und sagt, ja, der Salat ist lecker. Du sagst, ich probiere ihn gleich. Dann fragt sie, wohnst du hier in der Stadt? Du sagst, ja, ganz in der Nähe. Und du? Sie sagt, nein, ich bin nur zu Besuch. Du sagst, schön, dann hast du Glück mit dem Wetter heute. Sie lacht. Ja, das stimmt. Die Sonne scheint sogar am Abend. Du sagst, perfekt für eine Sommerparty. Sie nickt. Ja, ich mag Abende wie diesen. Du sagst, ich auch. Es ist einfach schön, neue Leute kennenzulernen und ein bisschen zu plaudern. Sie sagt, ja, stimmt. So lernt man schnell neue Freunde kennen. Du nickst, genau. Du nimmst einen Schluck von deinem Getränk und lächelst. Kleine Sätze, einfache Fragen, und schon entsteht ein echtes Gespräch. So lernst du natürlich und freundlich Deutsch zu sprechen. Wiederhole diese Sätze laut, spiel die Situation nach. So wirst du sicherer und dein Deutsch klingt immer echter. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Danke für deine Zeit. Es freut mich sehr, dass du mit mir gelernt hast. Ich hoffe, du hast viele neue Sätze gelernt. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt sicherer. Jeder kleine Schritt ist wichtig. Jeder Satz hilft dir weiter. Du machst das super. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich fragen, was möchtest du als nächstes lernen? Welche Wörter brauchst du oft? Welche Sätze sind in deinem Alltag wichtig? Schreib es mir. Ich möchte, dass du genau das übst, was dir hilft,
Deine Meinung ist wichtig. Dein Weg ist wichtig. Zusammen finden wir die besten Sätze für dich. Denk nach. Was sagst du im Café? Was sagst du bei der Arbeit? Was sagst du mit Freunden? Sag es mir, dann üben wir weiter. Schritt für Schritt. Du wächst und dein Deutsch wächst mit dir. Jetzt sage ich Tschüss oder Auf Wiedersehen oder bis bald. Du kannst auch sagen, mach's gut. Sag, was dir gefällt. Wichtig ist nur, bleib dran. Danke, dass du mitmachst. Wiederhole die Sätze. Sprich sie laut. Sag, was du lernen möchtest. Und vergiss nicht, du bist auf dem richtigen Weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.